Es ist Morgen, der Wecker klingelt, nicht laut, aber deutlich. Sie öffnen langsam die Augen. Der Raum ist still. Sie liegen noch im Bett und denken einen Moment nach, ein neuer Tag beginnt. Sie atmen ruhig ein und wieder aus, dann stehen sie auf. Langsam. Der Boden ist kühl, die Luft ist frisch. Sie gehen ins Bad. Das Wasser ist zuerst kalt, dann warm. Sie waschen ihr Gesicht. Sie schauen in den Spiegel. Sie sehen sich selbst. Vielleicht sagen sie leise, Guten Morgen, alles beginnt ruhig, ohne Eile. Sie gehen in die Küche, es ist still. Der Morgen ist noch jung, sie machen Kaffee oder Tee. Das Wasser kocht leise, der Geruch ist angenehm. Sie nehmen eine Tasse, sie halten sie in den Händen. Die Wärme fühlt sich gut an. Vielleicht ist noch jemand da, eine andere Person im Raum. Sie sehen diese Person, ein kurzer Blick. Ein kleines Lächeln. Guten Morgen, die Stimme ist ruhig, die Worte sind freundlich. Sie setzen sich, sie trinken langsam. Draußen wird es heller. Der Tag wacht auf. Sie denken kurz nach, was bringt dieser Tag? Noch ist alles offen. Der Morgen geht weiter. Sie sitzen noch am Tisch. Die Tasse ist fast leer. Sie schauen kurz aus dem Fenster. Die Straße ist ruhig. Ein paar Menschen gehen vorbei. Der Tag beginnt für alle. Sie stehen auf, sie räumen langsam auf, alles hat Zeit. Sie nehmen ihre Jacke, ihre Tasche. Sie sind bereit zu gehen, sie öffnen die Tür. Die Tür fällt leise ins Schloss, draußen ist frische Luft, sie atmen tief ein. Der Himmel ist hell, nicht ganz blau, aber freundlich. Sie gehen ein paar Schritte, ihr Körper wird wach. Ein Nachbar kommt entgegen, ein kurzer Blick. Guten Morgen, nicht laut. Sie gehen weiter, vielleicht zu Fuß, vielleicht zur Haltestelle. Der Weg ist vertraut. Sie kennen ihn gut. Ihre Gedanken sind ruhig, noch keine Eile, nur gehen, nur atmen. Sie erreichen die Haltestelle oder den Parkplatz. Andere Menschen warten, still, müde, konzentriert. Sie stehen da. Ganz normal. Der Bus kommt oder die Bahn. Ein leises Geräusch. Sie steigen ein, suchen einen Platz, sie setzen sich oder stehen ruhig. Die Fahrt beginnt, die Stadt zieht vorbei, Häuser, Straßen, Menschen, alle unterwegs, alle mit ihrem eigenen Leben. Sie schauen aus dem Fenster, ohne viel zu denken, ein Moment nur für sie, die Fahrt endet. Sie steigen aus, die Türen schließen sich, sie sind angekommen, vor ihnen liegt der Arbeitsplatz. Oder der Ort, an dem sie etwas tun. Sie gehen hinein. Die Tür öffnet sich. Drinnen ist es ruhig oder leicht belebt. Sie sehen Kolleginnen und Kollegen. Ein Nicken, ein Lächeln. Guten Morgen, die Arbeit beginnt langsam. Sie setzen sich. Sie ordnen ihre Dinge. Der Tag ist jetzt richtig da. Sie arbeiten, ganz normal. Kleine Aufgaben, einfache Schritte. Manchmal konzentriert. Manchmal locker. Jemand stellt eine Frage. Sie hören zu. Sie antworten ruhig. Ohne Stress. Alles läuft. Dann passiert etwas Kleines. Ein Missverständnis. Eine kleine Verwirrung. Nicht schlimm, nur menschlich. Sie bleiben ruhig. Sie erklären es noch einmal. Langsam. Freundlich. Jetzt ist alles klar. Ein kleines Lächeln. Der Moment ist vorbei. Die Zeit vergeht. Der Arbeitstag neigt sich dem Ende zu. Sie schließen etwas ab, sie stehen auf, sie verabschieden sich. Guten Abend, die Stimmen sind ruhig. Der Ton ist entspannt, sie gehen hinaus. Der Tag draußen fühlt sich anders an, langsamer, weicher. Sie kommen nach Hause. Die Tür schließt sich hinter ihnen, es ist still oder angenehm ruhig. Sie ziehen die Schuhe aus, atmen aus. Der Tag liegt hinter ihnen. Sie machen sich etwas zu essen oder setzen sich einfach. Der Abend ist da. Später wird es ruhiger. Die Gedanken werden langsamer. Sie denken kurz an den Tag. Was war gut? Was war schwierig? Alles darf da sein. Es wird Nacht. Sie sind müde. Sie machen das Licht aus. Vielleicht ist noch jemand da. Ein letzter Blick, ein leises Lächeln. Der Tag endet. Die Nacht ist still. Alles um sie herum wird langsamer. Die Geräusche sind leise, fast verschwunden. Sie liegen im Bett.
Der Körper ruht. Der Tag ist vorbei, ganz vorbei. Ein neuer Morgen kommt, nicht sofort, ganz langsam. Erst ist da nur Dunkelheit, dann ein wenig Licht. Der Wecker klingelt wieder, noch ein bisschen müde, aber ruhig. Sie bleiben kurz liegen, hören auf ihren Atem. Einatmen, ausatmen, dann stehen sie auf. Der gleiche Weg wie gestern und doch ein neuer Tag. Sie gehen ins Bad, waschen sich. Das Wasser hilft beim Wachwerden. Sie schauen in den Spiegel. Sie sehen sich an. Vielleicht denken sie, heute wird gut. Oder einfach, es ist ein Tag. In der Küche machen sie wieder Kaffee oder Tee. Der Geruch ist vertraut, fast wie ein Ritual. Sie trinken einen Schluck. Langsam. Der Körper wacht auf. Vielleicht hören sie ein Geräusch, ein Radio oder nur die Stille. Beides ist in Ordnung. Sie bereiten sich vor. Jacke, Tasche. Alles wie immer. Und doch fühlen sie sich ein wenig anders. Vielleicht ruhiger, vielleicht wacher. Sie gehen nach draußen. Die Luft ist frisch. Der Himmel sieht anders aus als gestern. Jeder Tag hat seine eigene Farbe. Auf dem Weg sehen sie Menschen. Manche sehen müde aus, manche wach. Alle gehen ihren Weg. Sie gehen ihren. Ein Blick, ein Nicken. Guten Morgen. Die Worte kommen fast automatisch. Aber sie bedeuten etwas. Der Weg zur Arbeit ist vertraut. Und doch sehen sie neue Dinge. Ein Baum, ein Fenster, ein Gesicht. Kleine Details. Am Arbeitsplatz beginnt alles wieder. Sie setzen sich, sie atmen ruhig, die Aufgaben warten. Sie arbeiten Schritt für Schritt. Ohne Eile, ohne Druck. Sie tun, was sie tun können. Das reicht. Ein Gespräch entsteht, ganz spontan. Ein paar Worte, ein kleines Lächeln. Nichts Großes, aber menschlich. Der Vormittag vergeht. Dann ist Mittag. Sie stehen auf. Sie gehen nach draußen oder in eine Pause. Sie essen etwas, nicht hastig. Sie sitzen. Sie kauen langsam. Sie spüren den Moment. Nach der Pause geht es weiter. Noch ein paar Aufgaben. Noch ein paar Gespräche. Die Zeit bewegt sich. Am Nachmittag werden sie müde. Sie atmen tief ein und wieder aus. Sie machen weiter. Dann ist es so weit. Der Arbeitstag endet. Sie stehen auf. Sie räumen auf. Sie sagen, guten Abend, die Stimmen sind ruhig. Der Tag darf gehen. Draußen ist das Licht weich. Der Abend beginnt. Sie gehen nach Hause. Schritt für Schritt. Der Körper ist müde, aber zufrieden. Zu Hause ist es ruhig. Sie lassen den Tag los. Sie essen etwas. Oder trinken ein Glas Wasser. Sie setzen sich oder liegen einfach da. Nichts muss jetzt. Der Abend vergeht langsam. Die Gedanken werden leiser. Der Körper schwerer. Schließlich ist es Zeit zu schlafen. Sie machen das Licht aus. Sie liegen im Bett. Ein letzter Gedanke. Dann nichts mehr. Gute Nacht. Die Nacht geht vorbei. Ganz leise, ohne dass sie es merken. Irgendwann wird es wieder hell. Nicht plötzlich. Langsam. Ein neuer Tag beginnt. Der Wecker klingelt. Vielleicht etwas früher, vielleicht etwas später. Sie öffnen die Augen, noch müde, aber ruhig. Sie bleiben kurz liegen. Hören auf die Stille. Ein Atemzug, noch einer, dann stehen sie auf. Der Boden ist kühl. Der Körper braucht einen Moment. Sie gehen ins Bad. Das Wasser fließt. Es macht sie wach. Sie schauen in den Spiegel. Ein vertrautes Gesicht. Vielleicht denken sie nichts. Vielleicht denken sie viel. Beides ist in Ordnung. In der Küche ist es still. Sie machen sich ein Getränk. Kaffee, Tee oder einfach Wasser. Sie trinken langsam. Der Tag kommt näher. Sie ziehen sich an. Ganz automatisch. Jacke, Schuhe, Tasche, alles wie immer. Und doch ist jeder Tag neu. Draußen ist die Luft frisch. Sie gehen los. Der Weg ist bekannt, aber nie ganz gleich. Ein Geräusch, ein Vogel, ein Auto in der Ferne. Sie hören zu. Sie sehen andere Menschen. Manche gehen schnell, manche langsam. Alle haben ihr Ziel. Sie auch. Ein kurzer Blickkontakt. Guten Morgen, ein kleines Wort. Ein echter Moment. Der Weg führt sie weiter. Vielleicht zur Arbeit, vielleicht zu einem anderen Ort. Sie gehen Schritt für Schritt. Der Körper bewegt sich.
Der Kopf wird klarer. Sie kommen an. Die Tür öffnet sich. Drinnen ist Leben oder Ruhe. Sie sagen leise, Guten Morgen, die Stimmen antworten. Der Tag ist jetzt da. Sie setzen sich. Sie beginnen. Eine Aufgabe. Dann die nächste. Ohne Eile, ohne Druck. Sie tun, was nötig ist. Ein Gespräch entsteht, ganz kurz. Ein Satz, ein Lächeln. Mehr braucht es nicht. Die Zeit vergeht. Der Vormittag wird Mittag. Der Magen meldet sich. Sie machen eine Pause. Sie essen etwas. Langsam. Sie sind da. Ganz da. Nach der Pause geht es weiter. Noch ein paar Dinge. Noch ein paar Gedanken. Der Nachmittag zieht vorbei. Am Ende des Tages sind sie müde. Ganz normal. Sie stehen auf. Sie räumen zusammen. Sie sagen, Guten Abend, die Arbeit bleibt zurück. Draußen ist das Licht weich. Der Abend fühlt sich ruhig an. Sie gehen nach Hause. Der Schritt ist langsamer. Der Tag darf gehen. Zu Hause ist es still oder angenehm lebendig. Sie ziehen die Schuhe aus, atmen aus. Sie sind angekommen, der Abend vergeht. Ohne Eile, sie sitzen oder liegen. Sie denken wenig oder gar nicht. Später wird es dunkel. Der Körper braucht Ruhe. Sie machen das Licht aus. Sie liegen im Bett. Der Tag ist vorbei, ganz vorbei. Gute Nacht, die Zeit fließt weiter. Die Tage ähneln sich. Und doch ist jeder anders. Ein Morgen kommt, ein Abend geht. Sie wachen auf, nicht überrascht, nicht gestresst, einfach wach. Der Körper kennt den Rhythmus. Sie bleiben kurz liegen, spüren das Bett, die Decke, die Ruhe. Dann bewegen sie sich. Langsam, ohne Eile, im Bad ist das Licht weich, das Wasser fließt, immer gleich, immer neu. Sie waschen sich, atmen, der Spiegel zeigt ihr Gesicht, vertraut, vielleicht müde, vielleicht ruhig. Beides ist gut, in der Küche ist es still. Ein Becher, ein Geräusch, ein Schluck, der Morgen beginnt. Nicht laut, nicht schnell. Draußen ist die Welt schon da, Autos fahren, Menschen gehen, sie gehen mit, nicht voraus, nicht hinterher, einfach dabei, ein Blick, ein Nicken. Guten Morgen, die Stimme ist leise, aber klar. Der Weg führt weiter, Schritt für Schritt, Gedanken kommen, Gedanken gehen. Sie halten nichts fest, am Ziel angekommen, eine Tür, ein Raum, Stimmen oder Stille. Sie setzen sich. Der Tag entfaltet sich, Arbeit geschieht. Nicht alles ist spannend, nicht alles ist leicht, aber alles ist Teil davon. Sie machen, was möglich ist. Das reicht. Ein Moment der Unsicherheit. Eine kleine Frage. Sie fragen nach oder hören zu. Ein Satz klärt alles. Der Moment geht vorbei. Die Uhr bewegt sich. Mittag kommt. Mittag geht. Sie essen. Sie ruhen kurz. Dann weiter. Der Nachmittag ist langsamer. Der Körper spürt den Tag. Sie atmen tief ein und aus. Noch ein Schritt, dann ist es so weit. Der Tag endet. Sie stehen auf. Sie sagen, Guten Abend. Nicht laut, nicht formell. Einfach ehrlich. Draußen wartet der Abend. Das Licht ist weich. Die Luft ist ruhiger. Sie gehen nach Hause. Langsamer als am Morgen. Zu Hause lassen sie los. Die Schultern sinken. Der Atem wird tiefer. Sie sind da. Der Abend vergeht, ohne Plan, ohne Ziel, nur Zeit, dann Müdigkeit, ganz natürlich. Sie machen das Licht aus, legen sich hin, der Körper ruht, der Tag ist vorbei. Gute Nacht.